Dina und die Rebecca. Jawohl. Okay, Dina, dann setz dich doch mal gerade hier vor mich. Das Vorgespräch haben wir ja gemacht. Ne? Und ihr habt euch auch bereit erklärt, dass wir das aufnehmen dürfen. Ne? Ja. Gut, alles klar. Gut, Gott sei Dank, du hast jetzt nichts Großes. Es geht hier wirklich nur um einfach ein bisschen Entspannung zu bekommen. Ne? Gut. Gut, selbst einrenken machst du auch, hast du gesagt. Du hast gesagt, dass du deine Finger auch ab und an mal einrenkst. Ja? Wie ist das mit deinem Wasserverbrauch? Trinkst du gerne Wasser? Ich trinke selten Wasser. Ganz wichtig, Wasser trinken. Ja. Okay, da gibt es 3 Faktoren, die eine Rolle spielen, die eine große Rolle spielen, auch vor allem für deine Wirbelsäule und für deine Bandscheiben. Das erste ist die gesunde Ernährung, ja, das sieht man mir auch an, wegen der Vitamine und wegen der Mineralien. Und das zweite wird am meisten vernachlässigt, und das ist das Wasser trinken. Ja, weil das ist alles Wasserspeicher, ist wie so ein Schwamm, und wenn du zu wenig Wasser trinkst, dann wird das ein bisschen schwach. Und du bist noch recht jung, und je älter du wirst, wirst du es eher mehr merken. Okay? Und dann bringt das dir auch nichts, wenn du 20 Liter am Tag dann trinkst. Das solltest du jetzt machen, die Gesundheit jetzt bewahren, anstatt die Gesundheit zurückzuerlangen. Okay? Und das dritte ist, dich zu dehnen. Du solltest dich dehnen. Okay? Weil wir den ganzen Tag immer so nach vorne sitzen, nach unten gucken, dann hast du mehr diesen Druck, und dann ist die Belastung immer sehr stark, und dann trinkst du vielleicht auch viel Kaffee oder sowas. Ja? Das zieht da sogar noch Wasser weg. Also Wasser trinken. Ja? Nicht nur für deine Haut, für deine Haare, sondern auch für deine Wirbelsäule, was diese bestärkst, auch vor allem hier in dem Gelenkenbereich. Okay? Ja. Gut, dann geben wir mal kurz deine Hand. Lass mich mal hier mal kurz gucken. Die andere Hand. Na, das ist ein Alpha-Tier, was wir hier haben. Ist ein Alpha-Tier? Boah, wird echt nicht sein. Nein. Okay, wir fangen an, ja? Schön locker bleiben. Achtung. Genau. Und zack. Achtung. Jawohl. Gut. Hat's wehgetan? Hat nicht wehgetan. Weiter geht's. Okay. Alles klar? Schmerzen? Nee. Nein. Wie ist das hier? Das tut weh? Oh ja. Das tut auch weh? Ja. Okay, was machst du beruflich? Oh, ich sitze am Schreibtisch. Schreibtisch. Also Bürorocker, ja? Ja. Das tut auch weh? Das geht. Da geht's besser. Okay, rechte Seite, Ärmel. Ja. Ne? Genau dieser Punkt hier. Alles gut. Ja. Ist so schön warm geworden auf einmal. Ne? Das sind so Punkte, da kann man so draufdrücken, ja, hier so draufdrücken, dann wird es einem so warm. Ne? Vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit. Okay, nein, Spaß. Also du solltest ein paar Dehnübungen machen, ne? Ja. Machst du Sport? Ja. Ich tanze. Ah, Tänzerin. Ja. Okay, also solltest du auch gelenkig sein, ne? Ja. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Okay, denk bitte dran, vorher bitte dehnen, nach dem Tanzen, und nach dem Tanzen auch nochmal dehnen, ja? Ja. Ich zeige dir dann vielleicht später nochmal ein paar Dehnübungen, dass du hier aus dieser Verkrampfung hier rauskommst. Guck mal, wie weh das tut. Okay? Ja. Tut mir leid, ja? Eigentlich, warte mal kurz. Kennst du ihn? Ich habe schon mal gesehen. Du hast es nur gesehen. Hast du keins zu Hause? Nee. Oh, ich habe 2. Ich gehe ganz kurz dran, ja, dass du hier so ein bisschen lockerer wirst, dass es hier ein bisschen warm wird, oder? Weil wir gleich an deine Gelenke rangehen. Wenn es sehr unangenehm wird, sag Bescheid. Ja. Achtung. Geht's? Ja. Okay, das reicht auch. Okay? Hast du es gespürt, ja? Ja. Der ist in die Knochen rein. Sehr gut, dann lass mich mal hier mal kurz dran, bitte. Locker lassen. Ja, das ist keine Einschränkung, ne? Okay, Achtung. Einmal hier noch. Und? So, das gleiche machen wir hier auch. Achtung. Und? Jawohl. Alles klar? Schon mal in den Ohren langgezogen worden? Nee. Nein, aber ein Piercing hast du da. Ja. Ist der bewusst gemacht worden oder Ja. Ästhetik? Warum hast du den machen lassen?
Wie schön. Ach so, weil es dir gefällt. Ja. Okay, jetzt nicht wegen Migräne Nee, oder nee, sonst nee, nee. irgendwas. Ne? Da gibt es ja so bestimmte Punkte. Ne? So, lass mich mal hier mal kurz dran. Achtung. Alles okay? Mhm. Aber das Mikrofon machen wir hier noch kurz rüber. Und? Sie zuckt. Spürst du es? Ja. Merkst du, es kommt was hoch? Mhm. Geht's? Ja. Ja, wird schön warm, ne? Ja. Angenehm oder unangenehm? Angenehm würde ich eigentlich sagen. Angenehme Wärme, ja? Gut. Kommt ein bisschen Emotionen hoch. Schon Irgendwie leicht. so. Ja, schon. Irgendwie ist so So ein bisschen entspannt irgendwie. Also okay, Ja. genau, perfekt. So, dann lass mich mal hier mal kurz dran. Schau mal bis zum Anschlag. Perfekt. Lass bitte locker. Genau, oh, guck mal, von alleine schon aufgegangen. Lass bitte locker. Alles gut? Mhm. Machst du das selber auch? Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, mittlerweile nicht mehr. Okay, sehr gut. Dann lass mich hier nochmal kurz drüber, weil ich habe gemerkt, dass wir auf der Seite auch locker lassen, bitte. Alles gut? Mhm. Cool, mach mal einen Schulterblick jetzt, langsam, einen Schulterblick. Vielleicht. Auf die andere Seite. Jetzt kannst du wirklich beim Autofahren mal einen Schulterblick machen. Ohne dass du deinen kompletten Körper so. Was machst du mit der Schulterblick? Du längst dabei machst. Alles klar. Ja. Gut. Dann steh doch mal kurz auf und komm doch mal hier rüber. Genau, hier vor mich, ja? Dreh dich um, dreh dich um. So, jetzt machst du Folgendes. Einmal so. Ich gehe jetzt an deinen Nacken dran. Also du bist noch nie eingerenkt worden, ja? So richtig. Okay. Dann nimm mal deine Hände bitte auf meine Hände drauf. Jawohl, ineinander die Finger. Perfekt. Okay, pass auf. Nicht zudrücken, ja? Bleib einfach locker. Also das war mal nötig gewesen. Ne? Also das war ja... Wie alt bist du? 20. 20 Jahre, okay. Die Hände an die Wange bitte. Jawohl, vorne die Brust schützen. Ich gehe nochmal hier kurz dran, ja? Tief einatmen und ausatmen. Achtung. Achtung, einmal hier. Ja, da ist nichts mehr. Gut, das eine hat schon alles ausgenutzt. Geht's? Ja. Okay, jetzt darfst du deine Schuhe bitte ausziehen. Und mit dem Gesicht hier rein. Genau, und die Hände runterbaumeln lassen. So, ich komme nochmal mit der Massagepistölchen, komme ich hier nochmal über deinen Rücken entlang. Ja? Also hier Ja. so. Und dann gehe ich hier an deine Hüfte und an deinen Bobbes dran, ja? Okay. So, Achtung, Hüfte. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm werden, okay? Ich höre sofort auf, wenn du es nicht aushältst, okay? Achtung, jetzt nach außen und nach innen. Okay? Ja. Geht's? Ja. Einmal noch, ja? Achtung. Bis in den Becken rein und dann nochmal richtig hoch. Okay. Achtung. Okay. Alles gut? So. Ich bin da, ich bin da. So, dann mal tief einatmen bitte und ausatmen. Jawohl. Und nochmal einatmen und ausatmen. Einmal noch, komm, und raus damit. Ja, einmal hier noch und. Das knackst so, oder? Yeah. Die Liege, die so knackst. Brauche ich schon mein Handtuch? Handtuch, kein Handtuch, wo ist mein Handtuch? Achso, da unten. Das ist egal. Okay. So, den Kopf bitte kurz anheben und seitlich so liegen bleiben. Alles in Ordnung? Mhm. Schön relaxed bleiben, ja? Warte mal, das geht noch ein bisschen weiter runter. So, alles okay? Mhm. Gut, dann mal tief einatmen
Und langsam ausatmen. Komplett raus, jawohl. So, dann einmal umdrehen bitte. Nochmal einatmen und ausatmen. Okay, alles klar? Ja. Oh Mensch, krass, die bewegt sich ja immer noch. Das gibt's ja noch. Okay, dann darfst du dich seitlich bitte hinlegen. So ein bisschen weiter runter bitte. Noch ein bisschen. So, warte, das machst du hier unter deinem Kopf. Damit umarmst du dich. Jawohl. Die Beine strecken. Jetzt kommst du mit den Bobbes bitte hier nach vorne. So richtig rüberrobben. Robb dich hier nach oben. Noch ein bisschen. Okay. Warte. So. So. Alles okay? Ja. Gut, den oberen Bein gibst du mir bitte. Einmal so. Die Hand, die ziehen wir hoch und lässt die Schulter nach hinten fallen. Genau so. Okay, man merkt, du bist gelenkig. Umarm dich mal. Genau so. So, dann mal tief einatmen und ausatmen. Jawohl. Das war nicht die Liege, das war sie selbst gewesen. Ne? Okay, dann einmal bitte umdrehen. Jetzt? Was wir vergessen haben, wir haben das Mikrofon hier oben vergessen. Ich mache das mal hier dran. Ja? So, umarm dich bitte. So bitte bleiben. Perfekt. Alles klar? Gib mir die Hand, Schulter nach hinten fallen lassen, genauso. Lass los, meinen Finger loslassen. So. Okay, dann mal tief einatmen und ausatmen. Achtung. Gut. Alles klar, dann auf dem Rücken bitte liegen. Ich muss das Mikrofon noch mal kurz raus. Du nimmst ruhig selber raus. Okay. So, jetzt machst du deine Fußfesseln dran. Ja? Die Leute denken, das wären Fußfesseln. Oh mein Gott, sie hat Fußfesseln. Oh, was hat sie angeschaltet? Bankraub. Alles klar? Okay. So, dann gib mal her, mal deine Stinkies. Hey, was ist das ja? Muss mal die Füße waschen, nein, Spaß. Jetzt? Okay, also auch hier nicht so übertreiben, ja? Nur so ein bisschen reicht, und eine Minute reicht dir vollkommen aus. Fersensporn, ja, so alles zerstört. So, okay. Ruhig, seid mal leise kurz. Achtung. Oh, warte. Oh mein Gott. Was für ein geiler Sound. Lass mal locker. Oh, alles klar. So, funktioniert der noch? Ja, alles ist bald noch. So, deine Fußfessel hier rüber. Alles in Ordnung? Keine Schmerzen, ne? Nee. Gut. Achtung. Locker lassen. Jawohl. So, die Beine bitte anwinkeln. Beide Beine anwinkeln. Den Bobbes hoch und runter. So, jetzt machen wir Folgendes. Du
Du drückst die Beine raus und ich rein. Genau, rausdrücken, Kopf, noch ein bisschen. Jawohl, einmal noch. Perfekt. Jetzt nach innen, ganz fest, Kopf. Zack. Alles okay? Mhm. Gut. Die Füße strecken bitte. Schmerzen? Nee. Keine Schmerzen. Achso, ich müsste nochmal das Mikrofon wegnehmen. Achso. So. Einmal den Kopf bitte anheben und runter. Sehr gut. Alles klar? Mhm. Gut. Dann mal tief einatmen bitte und ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Du musst die Hände auf die Brust nehmen. Oh. Kopf hoch und runter. So. Kurz noch liegen bleiben. Alles in Ordnung? Mhm. Hast du es gespürt? Ja. Erzähl mal, bis wohin? Oh, ich glaube im ganzen Körper. Wie so ein Reißverschluss, ne? Rott hat's gemacht. Ja. Merkst du, es kommt ein bisschen was hoch, Emotionen oder sowas? Aber irgendwie, man so. Ich fühle mich gerade so angreiflich, aber auch in einer positiven Weise. So, man ist so offen. Ja. Man kann es eigentlich gar nicht so beschreiben. Ja, nee. Ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Dein Unterbewusstsein hat natürlich gewusst, was auf dich zukommt, ja, aber hat nicht gewusst, dass sich das so anfühlt. Ja. Das ist natürlich kontrolliert gewesen. Wir machen ja nicht so, sondern wirklich ganz leicht. Das sieht ja nur von außen so ein bisschen brutal aus. So einen leichten Ruck haben wir da gemacht. Wie so ein Reißverschluss ist bis runter aufgegangen. Und das ist wie gesagt ein Gefühl, was du noch nie erlebt hast. Und deswegen weiß dein Unterbewusstsein auch gerade nicht, wie er reagieren soll. Da denkt der Kopf ab. Ja? Gut, also manchmal viele Menschen, die reagieren halt alle verschieden. Der eine fängt an zu weinen, weil er emotional wird, weil dieses Befreiende, auch diese Angst ist natürlich auch dabei. Der andere kriegt einen Lachflash, der andere genießt das, der andere vergisst zu atmen, weil er einfach so eine Schocksituation gerade ist. Okay? Und jetzt machen wir Folgendes, wir werden unserem Unterbewusstsein zeigen, dass alles in Ordnung ist, indem du mal deine Füße bitte wackelst. Perfekt. Dein Hintern wackelst, siehst du, es funktioniert alles. Okay? Ja. Kurz noch ein bisschen liegen bleiben. Achtet mal auf ihr Gesichtsausdruck, wenn sie gleich aufsteht, ja? Alles klar? Ja. So, gib mir mal deine Hand, die andere Hand auch. Ich werde dir jetzt helfen, dich hinzusetzen, okay? Es kann sein, dass du so ein bisschen so Stony Mahoney wirst, aber das ist normal, ja? Weil die ganzen Kreislaufsysteme gerade funktionieren, okay? Dann mal 3, 2, 1 und komm hoch. Bismillah. So, kurz warten. Merkst du, ne? Mhm. So, das machen wir mal hier. Dein Mikrofon. So, dann dreh dich doch mal hier rüber und steh doch mal auf und guck mal, wie sich das so anfühlt. Ich bin mir so ganz wackelig. Lauf mal ruhig. Gott. Ich bin so leicht. Merkst du? Ja. Ne, hast du auch das Gefühl, dass dieses Rucksack jetzt weg ist? Du stehst automatisch gerade. So frei fühle ich mich. Deine Füße? Also, alles ist irgendwie so leicht. Also, ja. Kannst du Ich kann es nicht beschreiben. Okay, du merkst auch, deine Haltung ist nicht immer so nach vorne, sondern nach hinten. Ja. Das ist klar, ne? Dass es dann natürlich wieder zurückkommen wird. Das kommt natürlich auch darauf an, was für einen Lebensstil du hast. Wenn du jetzt wieder morgen gleich auf der Arbeit bist, ja, und weiter und deine Dehnübungen nicht machst, das wird natürlich wieder zurückkommen. Was dir hier passiert, ist ja einen soliden Grundstein legen. Ne? Das heißt also, dass du dann endlich mal wieder ein Körpergefühl hast, wo du sagst, ey, das Gefühl habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Ja? Darum geht es ja. Ne? So, und dann selber aber dranbleiben. Ja. Ernährung, Wasser, Dehnübungen. Okay? Und wenn du wieder den ganzen Tag so bist und dann im Luftzug oder sowas bist, natürlich geht dann wieder alles zu. Ja? Also dann selber dranbleiben. Ja. Okay? Gut. Alles okay? Alles super. Sehr schön. Gut, danke für dein Vertrauen. Ja? Ja. Genau, dann machen wir gleich mit dir weiter. So, danke schön. Hier ist unser Mikrofon. Alles klar? Ja. Gut, setz dich doch bitte. Du warst ja schon mal bei mir gewesen. Ja. Ne?
Warte mal, halt mal kurz bitte das Mikrofon, ich muss mal ganz kurz meine Hände desinfizieren. Okay. Wir schauen noch 4.500 Leute zu. So, wie geht's? Geht's dir gut? Ja, also du warst ja schon mal da gewesen, wann war das gewesen? Boah. Das sind gerade. Wann war das? Ich glaube so im Februar oder so. Februar? Anfang des Jahres war das. Anfang des Jahres, okay. Und wie hast du dich danach gefühlt? Frei. Befreit. Frei, ja. Okay, warum bist du heute jetzt wieder da? Weil ich es wieder brauche. Also du merkst, du hast es wieder nötig. Ja. Okay, machst du auch die Dehnübungen, die ich dir gezeigt hatte? Ja. Nein. Nein. Okay, also wie gesagt, ja, Dehnübungen ganz wichtig. Ja. Dein Wasserverbrauch, achtest du jetzt mehr drauf, dass du mehr Wasser trinkst? Habe ich eine Zeit lang und dann klappt es wieder nicht so gut und dann versuche ich es wieder, also ab und zu. Ab und zu mal. Also du weißt, warum du Wasser trinken solltest, ist einfach, dass deine Gelenke damit stabilisiert werden. Okay, das ist, da kannst du dir vorstellen wie so ein Schwamm. Wenn du zu wenig trinkst, dann damit das Schwamm wird halt natürlich ein bisschen schwach. Das ist so wie früher in der Schule. Nach den Sommerferien war dieser Schwamm fast kaputt. Ja. Aber dann wird das immer wieder mit Wasser. Okay, so. War ja auch alles in Ordnung, ne, bei dir? Ja, Keine Probleme, sondern wir können ja direkt. Schön, dass du hier einen Spicker hast. Rebecca war ja dein Name. Okay, wir fangen an, ja? Knackst du selber auch manchmal? Nein, ich kann das nicht mit den Händen. Okay, dann halt auch nicht machen, ne? Also Rücken kann ich, aber Hände kann ich nicht. Wie machst du deinen Rücken? Also so seitlich. Also Rotation. Oder also vor allem, wenn ich liege, mache ich dann so mein Bein zur Seite. Zur Seite? Okay. Ja. Kontrolliert aber, ja? Ja. Jetzt so auf Hauruck. Nee. Okay, alles klar. Wir fangen an, ne? Yep. Tut das weh hier? Ein bisschen. Bisschen? Ja. Okay, mach mal eine Faust bitte. Dreh mal. Tut weh, ja? Ja. Da? Hier auch? Ja. Okay. Wie ist das auf der Seite? Das mehr. Da ist mehr. Ja. Rechte Seite ist mehr. Ja. Tennisarm? Spielst du Tennis? Nee. Golfarm? Spielst du kein Golf? Nee. Nein, ich sag's dir. Du arbeitest wahrscheinlich sehr häufig mit deinem Handy. Ja. So, genau. Und dieses Handy halten, ja, das überanstrengt das. Das auch, weil du im Liegen zum Beispiel liegst dann im Bett und dann hast du die Hand und dann wirst du müde und dann machst du so. Ja. Und dann machst du weiter. Okay? Guck, dass du vielleicht so einen Ständer kaufst, dass du so wenig wie möglich dein Handy in die Hand nimmst. Das ist nämlich überlastet. Ja. Und um das wegzukriegen, drückst du hier rein. Okay? Spürst du? Ja. Mach eine Faust und dreh mal. Genau. Ja, man sieht es an deinem Gesichtsausdruck. Selber machen. Genau, mach eine Faust, damit du den Muskel mal spürst. Okay? Ja. So, und lass mal los. Merkst du? Ja, der ist überanstrengt. Der kommt nicht zur Ruhe, weil du den ganzen Tag immer das Handy in der Hand hältst. Okay? Ja. Auch die Maus oder das Handy. Deswegen guck, dass du vielleicht die Hände wechselst. Die meisten haben dann auch hier in dem Fingerbereich haben die immer so Schmerzen. Das kommt halt auch auf dein Handy drauf an. Die großen Handys, die sind auch schwerer und das ist dann anstrengender. Okay? Der Trend geht auch in Richtung wieder kleinere Displays, anstatt so ein riesen Tablet in der Hand zu halten. Ja? Die Leute die gehen auf Kram, weil die Finger tun dann weh. Okay? Und um da Ruhe reinzukriegen, solltest du vielleicht so einen Ständer nehmen. Oder auf dem Tisch so einen Tischständer nehmen, dass du einfach nur vielleicht so mit dem Finger drüber gehst. Okay? Ja. Gut. Haben wir hier geknackt? Ja. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Okay, wir gucken dann nochmal. Gut. Ja, okay. Alles klar? Ja. Schmerzen? Nein. Keine Schmerzen. Du spürst aber das hier noch, Ja, ne? ja, das wird. Da fließt gerade was. Ja. Okay? Schau mal, dein Unterbewusstsein steuert dich meistens. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann gehst du hier so dran, machst du so. Er will aber, dass du dran gehst. Okay? Er will, dass du das hier so massierst. Und das ist genau hier auch so. Okay. Manchmal hast du das Gefühl, du machst dann so. Dein Unterbewusstsein will, dass du reindrückst, in den Schmerz manchmal reingehen, damit der Schmerz nachlässt. Ja. Okay, aber viele, weil es ja weh tut, lassen dann niemanden dran. Ja. Ja, weil du sagst, es geht. Aber wenn du das machst, du merkst, da fließt gerade was. Ne? Tut gut, ne? Gut. So. Das tut weh. Ja.
Das tut auch weh. Ja. Hier auch. Ja, ist alles zu hier. Schau mal, manchmal, Rebecca, manchmal sollte man das so machen. Okay, Kopf runter, und nach rechts und nach links. Okay, ich höre auf. Okay, alles klar? Ja. Hat wehgetan, ne? Gut. Aber du merkst, wie schön warm es gerade wird. Ja. Das fließt dann so schön. Also auch manchmal ab und an muss man mal so reindrücken, ja? Aber halt nicht übertreiben, sondern nur so ein paar Sekunden, so dass es auch wieder ein bisschen die Durchblutung einbringt. Okay? Ja. Ich gehe auch noch mal ganz kurz mit der Massagepistole schon rüber. Okay, reicht, ne? Also wie gesagt, nicht übertreiben. Alles klar? Ja. So, gib mal her bitte. Langsam, ja? Schön langsam. Bis zum Anschlag und einen leichten Impuls. Das gleiche hier auch. Achtung. So knistern hast du gehört, ne? Okay, locker lassen. Achtung. Und hier nochmal. Alles gut? Ja. So, Rebecca, wenn du doch schon mal da bist, komm mal her. Achtung. Einmal hier kurz, das ist das Mikrofon. Sorry. Und? Oh Gott. Spürst du's? Ja. Fließt so schön, ne? Okay. So, ja, mal kurz. So, versuch mal locker zu bleiben, ja? So, schön locker lassen, genau. Schau mal hier. Oh. Den habe ich gebraucht. Den hast du gebraucht. Ja. Okay, aber kontrolliert, ja? Selber nicht machen. Lass mich nochmal hier kurz dran. Jawohl, schön locker lassen. Genau. Achtung. Oh. Gut? Ja. Sehr schön. Dann darfst du mal aufstehen, bitte. Komm nur gerade hier vor mich. Dreh dich bitte mal um. So, sag mal Hallo. Hey. Hallo. So, dann bleib mal bitte so, ja? Du gehst jetzt bitte auch mit deinen Händen auf deinen Nacken dran. Genau, perfekt. Nicht zudrücken, bleib bitte locker, okay? Unkontrollierte Geräusche kommen dann immer meistens raus. So, die Hände an die Wange bitte. Genau, vorne die Brust schützen. Ich umarm dich kurz, dann mal tief einatmen und ausatmen. Jawohl. Achtung. Ui. Oh. Sehr schön. Alles in Ordnung? Ja. Tut dir irgendwas weh? Gar nicht. Nee. Oh, ja, das ist ja der Hammer. Gut, okay, dann darfst du deine Schuhe bitte ausziehen. Piff. Ne, zieh sie lieber wieder an. Nein, Spaß. Warte. Ein paar Minuten, die halten wir ja aus, dass du deine Schuhe ausgezogen hast, ja? Okay, dann leg dich mal bitte mit dem Gesicht hier rein. Sehr gut. Und die Hände nach unten baumeln lassen. Ja, perfekt. Alles in Ordnung? Ja. Wenn deine Hose so richtig zumachen. So. Alles gut, alles gut. Ich achte drauf. So, ich gehe nochmal mit dem Massagepistölchen, gehe ich nochmal über deinen Rücken entlang, ja? Und zwar einmal hier rüber und dann gehe ich an deine Hüfte, okay, und an deinen Poppes dran. Hüfte und Poppes wird ein bisschen unangenehm werden. Wenn es sehr weh tut oder wenn es sehr unangenehm wird, sag mir Bescheid, ich höre sofort auf, okay? Okay, ja. Gut.
So, Achtung, jetzt gehe ich an meine Hüfte ran. Achtung, und zwar wieder. Und zwar wieder von außen nach innen. Geht's? Ja. Aushaltbar? Ja. Okay, Achtung und hier nochmal. Und wieder rein. Achtung, einmal noch. Und das war's. Okay? Ja. Sehr schön, warte mal, stopp, da ist jemand gekommen. Bleib nur noch online, bitte. Ich sag mal kurz Hallo. Ja, okay, keiner erklärt das. Alles gut? Ja. Sehr schön. Gut, dann machen wir gerade weiter. So, dann mal tief einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Und nochmal, komm, und raus damit. Achtung, hier nochmal und raus. Sehr gut. Ich muss ganz kurz an meinen Bobbes dran, ja? Achtung, von hier unten und zack. Alles klar? Ja. So, den Kopf anheben. Ich liebe. Ja, ist gut, alles gut. So, und einfach so liegen bleiben, okay? Alles klar? Ja. Gut, dann mal tief einatmen und ausatmen. Einmal umdrehen und auch hier einatmen und ausatmen. Okay, da ist nichts mehr. Perfekt. So, dann leg dich doch bitte seitlich zu mir. Ein bisschen weiter runter, bitte. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Perfekt. Okay, seitlich. Jetzt. Frisur sitzt, alles perfekt. Make-up ist perfekt, alles fließt. So, bleib mal hier. Außer dein Lidschatten hier, oh mein Gott. Jeder sieht es jetzt, oh mein Gott, nein, Spaß. So, umarm dich bitte, einmal so. So, perfekt. Dann gehen wir mal den oberen Bein bitte, hier rüber. Die Hand, die ziehe ich dir hoch und du lässt die Schulter nach hinten fallen lassen, genau. So, alles klar? Hat schon von alleine geknackst? Ja. Gut, dann mal tief einatmen und ausatmen. Jawohl. Oh, sehr schön. Einmal umdrehen bitte. Geht's? Ja. So, hier so rüber, so halten, den oberen Bein mitgeben, die Hand, genau so, perfekt, alles in Ordnung, Ja. tief einatmen und ausatmen. Sogar seine Hand ist Ja. sogar Und sogar hier eine Schulter. im Schulterbereich, ja? Ja. Alles in Ordnung? Ja. Keine Schmerzen, ne? Alles super. Im Mikrofon brauche ich jetzt. Geht's? Okay. So, streck mal deine Stinkis hier vor. So, locker lassen. Geht's? Ja. Wie geht's dir? Gut. Also wie ein Trance. Zu voll Stone, ja? Ja, du wirst heute schlafen wie ein Baby, ich sag's dir also. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl, ne? Oh, wen haben wir hier? Den Genießer denn? Guck mal, wie sie da liegt. Richtig gut. Viele Leute halten das gar nicht aus, weil die sehr kitzlig sind. Okay, also bei der Geschichte, wie gesagt, nicht übertreiben. Ja? So eine Minute reicht meistens aus. Jetzt keine 10 Minuten lang hier dran machen, sondern das reicht. Okay. So, ich gehe mal kurz dran. Achtung. Fantastisch, guck mal, wie sie es genießt. Sie liegt da. Achtung. Ho. Ist er noch, funktioniert er noch? Ja, alles gut. Funktioniert noch. Das klang so, als hätten wir es zerstört. So,
Was ist das hier? Hey, wie halten die das aus? So. Hier wird auch immer gefragt, warum die Füße und an den Links. Ich habe eine extra Maschine, die halt nur für die Füße gedacht ist, ja. Hatte ich schon mal eine Anfrage gehabt, der geht an die Füße und dann geht er an der Rücken dran. Nee, ich habe eine extra, die ist nur für die Füße gedacht, ja. So. Also hier bei der Sache auch nicht an einer Stelle die ganze Zeit machen, sondern wirklich hier wandern, dagegen halten. Guck mal hier, oh mein Gott, hier außen. So, wenn sie Fersensporn hatten sollte, dann ist alles zerstört hier durch die ganzen Stoßwellen und Vibrationen. So, okay, das reicht. So, Fersensporn, alles zerstört gerade. So, Achtung. Ich mache den Job auch nur wegen den Füßen, ne? Das ist nur deswegen mache ich das. So, lass bitte locker. Alles klar? Ja. Gut, dann winkel mal deine Beine bitte an. Mikrofon machen wir hier. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ihr kennt die Reihenfolge. Ich drücke rein, du drückst raus. Ja? Komm schon. Jawohl, einmal noch. Jawohl. Okay, und jetzt nach innen ganz fest. Gott hat's gemacht, ja? Hast du es gespürt? Ja. Was sie gespürt hat, ist das hier. Schau mal. Mhm. Okay, so. Dann darfst du deine Füße bitte. Achso, warte, den Kissen brauche ich da. Genau, den Popo hoch und runter. Füße jetzt strecken bitte. Alles in Ordnung? Ja. Irgendwelche Schmerzen oder sowas? Gar nichts, fühlst dich gerade so ein bisschen befreit, Ja. ne? Sehr gut, wo ist denn mein Links? Ah, hier. Okay, den Kopf bitte anheben und runter. Alles gut? Mhm. Gut, dann mal tief einatmen und ausatmen. Nochmal einatmen und ausatmen. Sehr schön. Die Hände auf den Bauch legen. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Boah. Boah. Alles gut? Mhm. Das war krass. Du warst kurz weg gewesen. Wo warst du denn gewesen? Ich weiß es nicht. Istanbul. Ist kurz weggeflogen, wieder zurück. Sehr gut. Alles klar? Mhm. Hast du es gespürt? Ja. Nein. Bis wohin denn? Erzähl mal. Bis zu den Füßen. Bis runter? Ja. Wirklich. Okay, dann beweg mal deine Füße kurz links, rechts. Sehr schön. Das ist ja krass, das funktioniert ja noch alles. Dein Hintern nochmal wackeln. Sehr gut. Alles in Ordnung? Ja. Wie war es denn beim letzten Mal? War das auch so? Oder war das nur bis zur Brust? Ja, es war nur so bis hier, glaube ich. Also Okay, und jetzt komplett. Jetzt war es wirklich komplett, ja. Sehr gut. Einfach liegen bleiben. Ja. Gib mir deine Hand. Die andere Hand auch. Ich helfe dir hoch, okay? 3, 2, 1 und komm hoch. Kurz so bleiben. Vielleicht die Beine hier rüber. Ja. Noch sitzen bleiben, ja? Sie sieht so mitgenommen aus. Ja, ich fühle mich auch so. Alles gut? Ja. Okay, warte, ich mache mal das Mikrofon hier, damit die das so ein bisschen besser hören. Okay, dann steh doch mal bitte auf, Rebecca, und lauf mal eine Runde. Ja. Auf jeden Fall sehr leicht. Alle beobachten dich, alle wollen wissen, wie es dir geht. Erzähl Mir doch geht's mal. super. Oben alles befreit, ja? Ja, sehr entspannt. Ich merke es gerade, Ja. magst dich hinlegen, so ein bisschen Ja, ich schlafen. kann schlafen jetzt, wirklich. Ich kann jetzt einschlafen. Ja. Hast du irgendwelche Schmerzen? Nee, gar nicht.
Schulterblick. Da tut es so ein bisschen weh. So. Hier an der Seite meinst du? Ja. Okay, das zieht noch ein bisschen. Ja, jetzt zieht's. Das ist aber hier so, dreh dich mal kurz um. Hier an der Seite. Ja. Ja, das ist der Muskel, der verkrampft nämlich noch ein bisschen. Was man machen kann, du kannst Folgendes machen. Das geht nach einer halben Stunde weg. Das ist bei jedem Patienten immer verschieden. Du kannst deine Arme so schön, deine Hände so schön warm machen, ja? Ja. Und dann einfach so drauflegen, dass es schön warm wird. Ja. Was man auch machen kann, man kann jetzt auch zum Beispiel das Cupping dran machen. Da werden allerdings hier so ein paar Knutschflecken entstehen. Wenn du magst, können wir das dann später noch machen, okay? Okay. So, ansonsten das hier, das geht weg. Ja, das ist einfach Ja. nur, das kommt. Du hast eine Ja. Reaktion gezeigt, ne, nachdem ich so ein bisschen gezogen habe und dann kann sein, dass es so ein bisschen gereizt ist. Okay? Okay. So, guck mal, ihre Augen. Alles, oh mein Gott, Make-up, alles weg. Nein. Ja, super. Okay, alles klar. Genau, also ganz wichtig ist ja auch mit den Dehnübungen, ne, was ich dir gezeigt habe. Was man auch machen sollte, ist, wenn du jetzt Muskel aufbauen solltest, ja, hier in dem Bereich. Ich habe ein paar Videos hochgeladen, da zeige ich das aber trotzdem noch mal. Guck mal, ich stelle mich mal hier kurz hin. Ja. Wenn man das jetzt hier stärken möchte, ja, also die Nackenmuskulatur, weil ja die meisten an der Nackenmuskulatur nichts machen, heißt das, dass die Muskulatur sehr schwach ist. Dann ganz einfach, du stellst dich einfach hier hin, machst du so, okay, und machst du 15 Mal in die Richtung, die auch 15 und dann beide, okay, dann bleibst du so, dann machst du es gleich hier nach vorne, beides wieder 15 Mal und dann wieder beide, okay, also immer 15 Mal so, 15 Mal. Und dann wartest du und dann weiter. Hier 15 Mal und dann beides. Du wirst merken, das wird hier anfangen so ein bisschen zu brennen. Ja? Das ist aber gut. Was hat Arnold Schwarzenegger gesagt? No pain, no gain. Okay? Also das muss brennen. Das heißt, du baust dadurch Muskeln auf. Und wenn du dann so bist, versuchst ein bisschen auszuhalten und mach ruhig nach vorne, nach hinten. Okay? Und dann lass los. Du wirst merken, das wird kräftiger. Zusätzlich aber solltest du dich auch dehnen. Ja, dazu habe ich auch ein paar Videos hochgemacht. Dehnen. Wenn du aber keine Muskeln hast, dann ist das direkt auf die Gelenke. Du solltest erst ein bisschen Muskelaufbau machen. Das sind für die Menschen, die etwas dünner sind, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja. Man sagt ja auch immer, sei fett, aber fit. Ja. Ich bin zwar fett, aber ich bin fit. Das heißt, ich bin gelenkig. Du solltest dich dehnen. Okay? Und dazu gibt es 2, 3 ganz einfache Dehnübungen. Einfach die Hand unter den Popo legen und dann sich schon so dehnen und hier rüber. Das sind ganz einfache Dehnübungen, aber die sollte man halt auch machen. Ja. Wenn du es nicht machst, dann wirst du immer mehr so zu Mike Tyson. Ja, dann wirst du irgendwann so bist du so Glotz, kannst dich nicht bewegen, sondern du musst dich komplett bewegen. So wie deine Freundin, ja, wenn sie den Schulterblick macht, hat sie direkt mitgelenkt. Jetzt ist sie aber ein bisschen gelenkig. Nein, Spaß. Okay, eine ganz einfache Übung. Ja, wie gesagt, die Videos, die habe ich ja auch schon hochgeladen. Also auch diese Übung nach vorne, ja, nach vorne einfach öffnen. Warum öffnen? Weil die Menschen, die so sind, das kommt nicht vom Rücken. Das kommt daher, weil die vorderen Muskulaturen verkürzt sind. Wieso? Weil wir den ganzen Tag sitzen, nach vorne gucken und immer nach unten gucken. Und was fehlt, ist das Öffnen. Richtig nach oben gucken. Guck mal, wie es zittert. Warum zittert das bei mir? Ich war im Urlaub gewesen, 5 Wochen, ich habe nichts gemacht. Was ist passiert? Die Muskeln haben abgenommen. Jetzt zittert es wieder. Warum? Weil ich jetzt wieder die anstrenge, also wieder benutze. Deswegen, ja? Okay, also Wasser trinken, gesunde Ernährung und dehnen. Ja. Okay, dann hält dieses Gefühl, was du gerade hast, auch ein bisschen länger. Ja. Okay. Alles klar? Gut. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke auch für euer Vertrauen, für dein Vertrauen. Ja. Und danke, dass wir das auch aufnehmen durften. Ja, gerne. Und ja, dann macht's gut. Vielleicht beim nächsten Mal nochmal. Ja? Tschüss. Gut, okay?